Ich hasse Netzwerkdokumentation. Oh. Abhilfe könnt ihr mir allerdings da Netbox verschaffen. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Der eine oder andere kennt natürlich auch EPAM, ja, Software oder halt eben auch Device Management Software, Racking Device Management Software. Netbox bietet uns da echt ein super, super cooles, kostenloses Produkt eben an, wo wir beides drin managen können und ganz ehrlich, super, super übersichtlich. Ich habe einfach mal eine Instanz ausgerollt und bin auch echt mal durch die ganzen Punkte so ganz grob durchgegangen, um euch auch wirklich zu zeigen, wo die Verknüpfungen hängen und wo natürlich der ganze Mehrwert von Netbox ja so wirklich untergebracht ist. Linksseitig seht ihr schon Organization und DCIM. So die linke Seite ist so ein bisschen erkennbar. Es geht viel mehr um, nennen wir es mal den Kunden, um die Site, um welches Rechenzentrum, also sozusagen die Identifikation, wem gehört denn irgendetwas, wem ist irgendetwas zugeordnet. Dasselbe bei DCIM, das ist im Endeffekt der ganze Part von den Racks über Device-Ansichten, also Rack-Device-Ansicht von vorne sowie hinten, Stromkabelführungen, Größe von Racks und so weiter und so fort, also total detailtief, aber auch viel, viel cooler noch, nachher das komplette Netzwerkmodell, wer will, kann hier über dieses ganze Connections wirklich Verbindungen herstellen zwischen Geräten und Switchen, zwischen Switchen und Routern und so weiter und so fort und das sich sogar nachher in einem Cable View, in einem Cable-Plan anzeigen lassen. Als zweites dessen natürlich noch ein großes EPAM oben drüber, damit man auch die ganzen Connections mit ein paar IP-Adressen noch belegen kann, Subnetting und so weiter und so fort, damit wir da halt eben auch irgendwie ein bisschen geradliniger unterwegs sind. Wir fangen einfach mal an mit den Organizations. Es ist am Anfang, braucht man 3, 4, 5, 10 Minuten, um erstmal zu verstehen, wo finde ich überhaupt was. Wir fangen einfach mal ganz oben bei den Sites an und da habe ich bei mir jetzt hier einfach mal angegeben, einfach zu Hause. Ganz wichtig, ihr werdet immer wieder feststellen, kurzer Hinweis, dass euch ein paar Felder fehlen, so wie zum Beispiel Region. Das fehlt einfach direkt, damit musste ich im Endeffekt anfangen, überhaupt erstmal zu sagen, okay, es muss eine Region geben, habe ich jetzt hier einfach mal Deutschland genannt, ne, und ich habe jetzt keine weiteren Descriptions dort reingeschrieben. Aber sowas gibt es erstmal grundsätzlich nicht, das heißt, das müsst ihr einmalig anlegen. Fand ich ein bisschen nervig, dass es da keine riesengroßen Vorgaben gab oder gibt, aber macht das Ganze natürlich ein bisschen flexibler. Also ich habe hier einfach unter Sites zu Hause angelegt und hier seht ihr auch schon einen Tenant, also quasi einen Bereich im Endeffekt mit der Description meiner IT zu Hause und das Ganze verknüpft sich halt immer weiter. Ich kann jetzt hier reingehen bei zu Hause und dann seht ihr auch schon so die ersten Statistiken. Auf der rechten Seite hier ein Rack, 5 Devices, 4 Prefixe, ein WLAN und halt eben die ganzen Informationen. Das heißt also, wenn ihr vielleicht auch eine kleine IT-Bude seid oder ein paar Mann in eurer IT-Bude seid oder vielleicht sogar ein Mittelstandsunternehmen, könnt ihr hierüber vielleicht sogar eure Kunden super schön abbilden, da Netzwerk-Devices pflegen oder die ganze Hardware-Pflege, Inventory machen, geht alles mit Netbox echt super, super schön. Genau, das ist erstmal so die erste Übersicht über die Site, in dem Falle, wie ich es jetzt genannt habe, zu Hause mit dem Tenant. Ja, das bin ich halt eben irgendwie selber. Heimnetzwerk und da seht ihr dann auch nochmal, was sich alles unter dem Tenant hier versteckt. Eine Site, Racks, Devices, also das bin im Endeffekt ich hier zu Hause der Tenant, also der Kunde sozusagen. Genau, dasselbe und damit geht es dann jetzt weiter, wenn man das Ganze mit Kunden, welcher Raum und so weiter und so fort, geht es halt eben los, dass man Racks hinzufügen kann. Unter den Racks findet ihr auch schon jetzt dann die Locations, das hatten wir hier oben natürlich auch, Locations, ich habe es übersprungen, Räumlichkeiten, welches Rechenzentrum, Rechenzentrum 1, 2, 3, kann man hier alles definieren, man kann aber auch vielleicht, zum Beispiel, ich habe es jetzt hier einfach mal mit Keller gemacht und Keller RZ, dass man das Ganze aufteilt, Rechenzentrum 1 und dann zum Beispiel irgendwie Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3. Wir können es ja mal beispielhaft machen. Zur Erklärung erstmal, die GUI ist auch immer ziemlich gleich aufgebaut. Rechts oben habt ihr so ein bisschen die Menüführung zum Hinzufügen von neuen Elementen oder wenn man irgendwas markiert, um das Ganze hier unten links dann auch zu editieren. Wir gehen jetzt einfach mal hin und sagen Add. Region Deutschland, Site ist bei mir zu Hause. Name, habe ich ja gesagt, wir sagen einfach mal Rechenzentrum. Nehmen wir es einfach mal so. Wenn ich weiß, was dieses Slug ist im Endeffekt, steht hier sogar drunter, für das URL-friendly Auflösen des Ziels, was man hier aufrufen möchte. Also, wenn ihr zum Beispiel jetzt eingebt, ihr habt eure Netbox-Instanz bei euch zu Hause, dann ist der Slug-Name immer klein geschrieben, immer mit Bindestrichen. Ich könnte hier zum Beispiel auch ein Leerzeichen hinmachen und irgendwas hinschreiben. Er macht dann daraus einen Bindestrich. Das ist URL-friendly.
ne, damit man das Ganze vielleicht auch einfach an jemanden einen Link schicken kann und das Ganze dann gut lesen kann. Ich nehme das Ganze hier natürlich jetzt immer weg und sage Create. So, damit habe ich jetzt sozusagen die Location Rechenzentrum gebildet. Gehe nochmal einen zurück und kann jetzt hier einfach unterhalb von Rechenzentrum sagen Add und sage jetzt hier einfach mal wieder Region, Deutschland, Zeit, Zuhause, Parent, Rechenzentrum und sage jetzt hier einfach mal Reihe 1 als Beispiel. Ne? Create. Und damit hängt dann jetzt einfach in dem Rechenzentrum unter den Locations Reihe 1 ganz normal darunter und da kann ich dann jetzt weitere machen, wenn ich das Ganze ein bisschen weiter spezifizieren will. Genau. Aber zu den Locations, darunter verbergen sich dann natürlich nachher irgendwann die Racks. Auch die kann ich natürlich einzeln hinzufügen, machen wir jetzt auch einfach mal und ihr seht jetzt auch schon, es gibt Spaces. Ich kann alles mögliche für ein Rack angeben, was die Default-Werte sind. Also ein Klick auf Add. Wieder Region, Site, keine Sorge, das muss man nicht an allen Punkten machen. Und hier kommt schon die Location. Ich sage jetzt einfach mal die Reihe 1 in meinem Rechenzentrum. So, und jetzt geben wir dem Rack vielleicht einen Namen. Vielleicht hat das Ganze auch eine Inventarsnummer oder sowas. Hier unten haben wir es schon. Asset Tag, Seriennummer, Facility ID. Das ist ja das, die Inventarisierungsnummer. Ich schreibe jetzt mal Info44. Keine Ahnung, ist ja nur ein Beispiel. Und füge das jetzt gleich dann einfach hinzu. Ansonsten Name natürlich, da geben wir jetzt einfach mal Rack22 heißt das Ding. Könnte man natürlich auch einfach die Inventarisierungsnummer nehmen oder häufig hat man halt eben, auch wenn man durch die Reihen geht, steht da zum Beispiel R1 für Reihe 1, Bindestrich 1 für Schrank 1. Ne, es gibt die verschiedensten Modelle, ich sage jetzt mal RZ1 minus R, sagen wir nochmal Reihe 1 minus S für Schrank 1, meinetwegen. Ist jetzt nur eine ganz, ganz schnelle Idee, ist jetzt kein Namenskonzept, was halt eben perfekt ist jetzt einfach aus dem Schuh gezogen. Gut, eine Seriennummer haben wir für den Schrank auch, ne, ist gut leserlich, kann man ja sehen. Asset Tag, um das so zu identifizieren, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und hier unten können wir das Ganze einem Tenant zuordnen. In meinem Fall heißt es einfach Heimnetzwerk. Hatte ich schon definiert. Genau, und jetzt kommen wir schon zu den ersten Werten zu dem einzelnen Rack. Was ist das für ein Rack? Ein Two-Post-Frame. Und dann kann man auch sagen, welche Größe. Klar, standardgemäß ist es irgendwie ein 19 Zoll Rack. Und dann natürlich schon vielleicht vorgegeben 42 ist das Standardmaß für ein volles Rack. Kann ich jetzt auch einfach drin lassen. Das ist ganz normal die Höhe. Wer will, kann natürlich auch noch die Dimensionen, ne? Die verschiedenen Anbieter sind unterschiedlich groß, manche sind zusammenhängend, manche sind freistehend. Könnte man jetzt hier noch weiter mit spezifizieren, um halt eben vielleicht das Management die ganzen RZ-Fläche vielleicht noch ein bisschen filigraner zu machen. Einfach mal einen Klick auf Add und jetzt seht ihr schon so ein bisschen, was das Ganze hier ausmacht. Ihr habt direkt eine Ansicht von dem Rack und zwar von Front und von Rear. Jetzt könnt ihr euch schon denken, in welche Richtung das Ganze geht, denn ihr habt wirklich gleich dann eine tolle Übersicht und ich zeige euch das jetzt mal direkt bei dem, was ich schon gemacht hatte, wie klasse das aussehen kann. Und ihr seht, ihr habt ja auch schon Bilder drin. Rechts habe ich ja, ne, das ist die Rückseite. Seht ihr, da habe ich Switche eingehängt, hier habe ich 2 Server eingehängt. Das waren einfach Bilder, die ich mir von der Herstellerseite organisiert habe. Und jetzt kommt es, was ganz, ganz Interessante, die Bilder waren sogar unformatiert. Das Tool hat mir das einfach da auch direkt wunderbar reingeschnitten, der hat das Bild erkannt, egal ob JPG, PNG oder sonst was und ich konnte es halt eben ganz normal hier drin verwenden. Das hat er echt super gemacht. Das heißt, ihr bekommt sogar eine physikalische Ansicht direkt auf eurem Monitor über das Rack angezeigt. Wo habe ich vielleicht noch Platz? Ihr kennt das Problem, Rückseite, viele Kabel. Ich wüsste jetzt schon hier oben bei dem Rear in der Höhe, Einbauhöhe 9 unter den Switchen, wenn das nicht perfekt verkabelt ist und so weiter, aber bei den wenigsten ist es ja perfekt verkabelt, weiß ich jetzt schon, in Höhe 9 ist wahrscheinlich Kabelsalat ohne Ende. Bei dem einen oder anderen nicht, da ist es halt eben schön verkabelt, aber man kann dann zumindest sich schon mal optisch ein Bild davon machen, was erwartet mich, wenn ich vielleicht physikalisch vor Ort gehe. Ja, wie immer, alles, was da drunter hängt, ist irgendwie ein bisschen aufgelistet. Also hier wird auch gesagt, okay, du hast noch 36% Platz in deinem Rack. Also in dem Falle sind es halt eben jetzt, von vorne gesehen sind es halt noch 9 Plätze. Von hinten sind es auch 9 Plätze. Aber wir wissen ja, hier ist es ausgegraut. Nummer 8 ist ausgegraut, Nummer 2 ist ausgegraut. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum ist eigentlich auf Höheneinheit 11 und 10 auf der Vorderseite das nicht ausgegraut? Ja, liegt daran, wenn ich einfach mal da draufklicke, ich glaube, dann kann man da reingehen, dass es angegeben ist als eine nicht voll genutzte Plattform. Ich glaube, wenn ich es irgendwo editiere, kann man das Ganze mit Sicherheit irgendwo sich angucken. Hier haben wir Rack Face Rear Position U11.
Irgendwo weiß ich noch, konnte ich das Ganze angeben, wahrscheinlich beim Kreieren, gucken wir uns das gleich an, dass es halt eben nur die Hälfte von der Einbautiefe braucht. Vielleicht könnte man dann vorne halt nochmal eine Kabelführung oder sonst was einbauen, aber das ist halt eben zur Ansicht ganz normal von dem Rack, sonst wäre es halt ausgegraut. Genau. Ganz wichtig, auch hier wieder muss man leider Gottes einmal von vorne ein bisschen tiefer arbeiten. Ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe hier einen Switch hinzugefügt, ich habe hier einen Server hinzugefügt. Ganz von vorne heißt in dem Falle, ich gehe nochmal zur Hauptseite zurück, wir müssen natürlich für die ganzen Device-Typen hinzufügen. Wir müssen selber für die Device-Typen müssen wir die Hersteller angeben. Also ich habe jetzt hier einfach mal HP genommen als bestes Beispiel. Das geht hier unter Devices, Manufacturers. Das heißt, wir müssen hier überhaupt erstmal ein paar Hersteller hinzufügen. Keine Ahnung, ich sage jetzt hier mal Dell, das Lack ist Dell und dann sage ich einfach Create. Das muss man einfach einmalig getan haben für seine Devices, bringt aber, habe ich eben schon mal gesagt, einfach eine gewisse Flexibilität in das Ganze rein. So, haben wir nochmal, dann sagen wir jetzt mal nochmal Add und dann sagen wir jetzt hier Fujitsu oder wie auch immer man die schreibt und dann sage ich wieder Create und dann haben wir jetzt den dritten Hersteller ganz normal bei uns im System. Dann arbeiten wir uns jetzt einfach wieder weiter. Von dem Manufaktur haben wir jetzt ja Device-Typen. Ich hätte jetzt, das muss man natürlich ein bisschen genauer spezifizieren. Ich habe jetzt hier 24 Port-Switche, HP DL360. Es ist ja im Endeffekt erstmal nur ein Device-Typ. Machen wir mal, fügen wir hinzu. Sagen wir jetzt einfach mal Dell, Modell, ich habe keine Ahnung, die heißen die nicht R720 von Dell, ein paar Server, ich weiß es jetzt nicht. Ja klar, und jetzt gibt es für diese Server, gibt es halt eben eine explizite Partnummer des Herstellers, findet man vielleicht auf der Homepage raus, vielleicht dokumentiert man es auch einfach nicht mit. Ist auch egal, ich sage jetzt einfach mal TT67 oder sowas und fertig ist jetzt die Partnummer. Schön wird jetzt auch, dass man direkt die Höhennummer angeben kann. Ich glaube, die R720 haben, glaube ich, 2 Höheneinheiten. Und da ist der Punkt, den ich eben sagte. Ist Full Dev. Wenn ich das hier anklicke, dann heißt das aber auch für das Gerät, das braucht den tiefen Platz, ganz normal in meinem 19 Zoll Rack. Wenn ich das hier rausnehme, ist es ja meistens oder häufig so ein Switch, der braucht halt eben nicht die ganze Tiefe. Meistens können wir dann trotzdem den vorderen Platz nicht verwenden, kommt immer darauf an, vielleicht für einfach nur Blenden, aber in dem Falle ist es natürlich ein Full-Depth-Gerät, das verbraucht halt eben den kompletten Platz im Rack. Genau, man könnte natürlich Parent- oder Child-Status angeben, Tags habe ich jetzt keinen und hier kommt jetzt das Tolle mit dem Front-Image. Ich habe jetzt für den Dell-Server kein Bildchen da, ich suche jetzt mal raus, Dell R720, ich glaube die Kiste gibt es. Ich klicke einfach jetzt mal auf Bilder, ich mache es jetzt einfach mal schnell. Gucken wir mal, ob es hier irgendein schickes Bild gibt. Hier haben wir ein Bild, ich nehme das Bild jetzt mal. Ja, ich weiß, illegal, werde ich auch gleich alles wieder löschen, aber speicherbar. So, dann Datei auswählen. Ich gehe wieder auf meinen Desktop, suche mir hier den Dell-Server raus, hier ist er, und habe das Bild einfach hinzugefügt. Und damit sagen wir Create. Damit gibt es jetzt dieses Gerät, diese Gerätschaft im Endeffekt, und die kann ich dann jetzt hinzufügen. Das war jetzt ja erstmal nur das Device-Type. Hinzufügen ist natürlich klar unter Devices. Ihr seht schon, man kann die ganzen Rollen spezifizieren in Farben und so weiter. Ich habe hier eine Rolle spezifiziert namens Server. Gucken wir uns auch mal ganz schnell rein. Device, Rollen, Server, Switche, Router, Access Points, Core-Switche, tralalala. Das kann man alles selber definieren, mit den Farben auch definieren. Hier haben wir sogar gesehen, VM-Role, Virtual Machine may be assigned to this role. Ja, also man kann explizit sogar für virtuelle Maschinen, kommen wir gleich zu, auch eigene Rollen spezifizieren. Lass uns das mal eben machen, dann können wir es gleich direkt nutzen. Ich sage jetzt einfach mal VMs, sagen wir aber mal VMware-VMs, sage ich jetzt extra mal. Und sage, die sind einfach dunkelgrün. Create. Zurück zu unserem Device. Wir wollten ja gerade einen Server hinzufügen. Fügen wir jetzt mal hinzu. Den nennen wir jetzt einfach mal SRV7. Ist jetzt mal ein Server 7 in der Device-Rolle Server. In der Manufaktur Dell. Und natürlich unter dem Dell finden wir gerade nur den einen, den R720. Unser Gerät hat hier natürlich eine ganz tolle Seriennummer. Die ist natürlich ganz hart definiert. Die darf ich natürlich jetzt hier nicht falsch schreiben. Ja, und jetzt kommt natürlich hin, wo soll der Server hin, in welches Rechenzentrum und so weiter. Und dann fangen wir wieder an, dass wir sagen, ja, wo denn? Wieder in unserem Rechenzentrum Reihe 1. Hier taucht dann eben unser Rack auf, was wir hinzugefügt haben. Und dann kommt Rack Interface. Wo? Vorne oder hinten? Und die Position, auf welcher Höhe. Ich bin natürlich ein fauler Sack, ich will mich nicht bücken. Ich will aber auch nicht so weit oben. Ich mache mittendrin. Höheneinheit 26.
Management kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ach so, da kann man sagen, ist das Ganze schon eingebaut? Wird das Ganze eingebaut? Es gibt natürlich User-Rollen hier in dem ganzen Netbox, dass man vielleicht den Benutzer, der vielleicht zuständig ist, um RZ alles zu verkabeln, kann man das Ganze hier vielleicht schon im Vorhinein planen. Man kann auch nachher Kabel planen, um halt eben dem Kollegen dann zu sagen, du musst bitte das und das dahin verkabeln. Das kann er dann hier aus Netbox auslesen. Ich sage jetzt einfach mal, ist active, ist eingebaut, habe ich selber gemacht gestern. Heute pflege ich meine Dokumentation. Genau, wenn das Ganze irgendwie zu irgendeinem Cluster gehört, in dem Fall, schreiben Sie ja ganz gerne zur Virtualisierung, kann ich das Ganze auch oder das Device zu einem Cluster hinzufügen. Weiß ich jetzt gerade, ist jetzt nicht. Ich habe euch schon ein Beispiel vorbereitet, gucken wir uns gleich an. Hier wieder der Tenant, Heimnetzwerk, es gibt keine Gruppe in dem Falle und damit fügen wir das Ganze hinzu. Damit habe ich jetzt ein neues Gerät, meinen Server 7, also das ist jetzt auch wirklich ein Gerät und gucken uns das einfach mal im Rack an. Gehen wir zum Rack, im Rechenzentrum 1, Reihe 1, Rack 1 und hier haben wir es. Das Bildchen hat da wieder ziemlich gut zugeschnitten, ist natürlich ein bisschen konkav, ist klar, ist halt das Foto, was ich hatte, aber trotzdem, ich habe erstmal ein Bild. Man kann sich natürlich selber Bilder machen, das ist einmal Aufwand für einmal die Geräte, die man hat, aber danach hat man halt eben eine tolle View. Genau, ihr merkt, jetzt verschachtelt sich das alles immer weiter zusammen, die Informationen überlagern sich immer weiter, sodass man immer ein genaues Bild hat, ja, wo stehe ich denn überhaupt? Jetzt haben wir natürlich diesen Server jetzt angeschlossen. Jetzt würde ich sagen, wir packen noch einen Switch hinzu, um dann auch gleich einfach mal was zu verbinden. Fangen wir damit an, Devices. Wir sagen ein neues Device. Ich habe natürlich auch gestern einen Switch eingebaut. Da sagen wir jetzt, das ist SW88, mein 88er Switch. Switche, dann vom Hersteller HP, weil ich habe, glaube ich, nichts anderes angegeben. Ein 24-Port-Switch, der hat irgendeine Seriennummer, muss ich nicht angeben. In meinem Falle jetzt. Und sag wieder, wo soll das Ding hin? Natürlich wieder in mein Rechenzentrum Reihe 1. In das eine Rack. Und das Ganze wird hinten eingebaut. In der Position, ganz oben, sage ich jetzt einfach mal, Höheneinheit, war richtig, 42. Und das Ganze ist natürlich bereits eingebaut, habe ich ja gestern gemacht. Tenant ist mein Heimnetzwerk und dann sage ich Create. Damit habe ich jetzt Switch, gehe wieder zu den Racks und kann mir das Ganze natürlich in meinem RZ auch hier oben rechts, ihr seht es, schön angucken, dass da jetzt ein Switch eingebaut ist und ja, auf der Rückseite im Endeffekt. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir mal auf das Gerät gehen, auf unseren Server und können jetzt wirklich sogar hingehen und können Komponenten hinzufügen. Ich gehe da jetzt nicht im Detail durch und mache jetzt erstmal nur Interface. Man kann hier aber wirklich Konsolenports, man kann Power Cables angeben. Wie viele Power Cables? Ja, wir können einzelne Interfaces, das machen wir jetzt natürlich, für das Device definieren, weil genau die können wir ja verkabeln. Also ab jetzt wird es halt eben interessant. Es wird natürlich auch aufwendig, wenn man das Ganze mit dokumentieren möchte. Aber du kannst halt eben wirklich bis auf Interface-Ebene, und jetzt wird es noch spannender, ich kann sogar angeben, was ist das für ein Interface? 10 Base T, 1000 Base T, ist das ein LAG, also ich kann Channel-Gruppen bauen für 2 Ports, für 4 Ports, für 8 Ports, was auch immer. Mega cool, dass ich das Ganze sogar hier schon vordefiniert angeben kann. Ich weiß, was für ein Typ ist das, SFP+, SFP und so weiter und so fort. Ihr seht ja auch, ich kann dann ein Lag auswählen, wenn es einen Lag schon geben sollte. MTU, alles kein Muss, ne? Kann ich machen, muss ich nicht, ihr wisst selber, wenn man sowas dokumentiert, dann hat man meist, also wenn man das so tief dokumentiert, dann hat man meistens aber auch einen großen Nutzen davon. Genau. Ja, Interface-Name, da kann ich euch direkt mal einen Tipp geben, musste ich auch gucken. Ich kann jetzt meinem Device einfach einen Namen geben. Ich schreibe jetzt hier mein ETH, das ist das, was ihr kennt. Und ich sage jetzt einfach mal, es sind 4 Ports, also 0 bis 3. Könnt ihr auch schreiben 1 bis 4, kann ich auch machen, 1 bis 4. Dann würde er jetzt 4 Interface anlegen mit dem Namen ETH1, ETH2, ETH3, ETH4. Bei dem Label dasselbe, das muss irgendwie matchen, hatte ich nicht so richtig verstanden. Must match the number of names. Kann man irgendwie einen anderen Namen, aber ist auch egal. So, Typ, in meinem Falle sind das einfache 1 Gigabit Verbindungen, sage ich jetzt mal. Ist ja ein R720, keine Ahnung, ob der neu oder alt ist, keine Ahnung. MTU, natürlich heute mal 1500. MAC-Address, keine Ahnung, weiß ich nicht. Description, weiß ich auch nicht. Ja, natürlich, das ist hier mein BitTorrent-Server, das weiß ich. Mode, Access or Tag, da... Ganz ehrlich, es ist nicht immer ein Access und es ist nicht immer ein Tag. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass es da vielleicht noch einen anderen gibt. Natürlich, wenn es nichts ist, ist es irgendwie ein Access-Port, aber es muss ja nicht immer dann ein WLAN hinterhängen, dann ist es automatisch WLAN 0. Was auch immer. Kann man angeben bei Tag-Port. Vielleicht wird es nochmal irgendwie genauer spezifiziert. So, ein Klick auf Create.
Und jetzt hat er 4 Interfaces für mich angelegt, die ich halt eben jetzt wirklich alle einzeln managen kann. Und da seht ihr jetzt schon auf der rechten Seite so ein paar Buttons. Plus ist natürlich eine IP-Adresse hinzufügen, kommen wir gleich zu. Die anderen beiden sind noch ausgegraut, kommen wir auch gleich zu. Und das Grüne hier heißt wirklich jetzt, ich möchte halt eben irgendein Port mit irgendetwas verbinden. Was fehlt? Wir haben unserem Switch noch keine Ports zugewiesen. Also, Devices, wir haben eben den Switch 88 hinzugefügt, Add Components, Interfaces. Hier sagen wir jetzt auch einfach ETH, in eckigen Klammern 0 bis 23. 0 bis 23 für unseren Switch. Das sind auch alles 1G-Ports, scheiß drauf. MTU brauche ich nicht angeben, Mode brauchen wir auch nicht angeben, einfach Create. Und jetzt erstellt er wirklich auf dem Switch 24 Ports, je nachdem wie die heißen, ist wahrscheinlich auch Switch unterschiedlich. Ich habe jetzt einfach gesagt ETH. Genau, so, das haben wir. Und jetzt können wir die einzelnen Ports mit den einzelnen anderen Devices miteinander verbinden. Ich gehe erstmal zurück zum Server, damit die Logik einfach stimmt. Server 7. Jetzt suche ich gerade die Interfaces, hier links oben die Interfaces. Weiß jetzt natürlich, gestern habe ich mir aufgeschrieben auf meinem Schmierzettel, was ist womit verbunden. Ich sage jetzt einfach mal ETH1, klicke ich hier drauf und sage Klick, Interface. Und dann sehe ich auf der linken Seite, Site A ist jetzt vorgegeben, der Server 7, Interface ETH1, wird verbunden mit B-Seite, zu Hause, bla bla bla, Rechenzentrum, ja, da bin ich richtig, ist ja meistens selber RZ. Und jetzt kommt schon das Device, Switch 88, Typ Interface. Und jetzt kann ich hier, ihr seht es, leider nicht, Entschuldigung, ich mache es mal gerade ganz klein, ganz kurz. Seht ihr hier, ich kann das Interface auswählen. Ja, ETH 0 wähle ich jetzt einfach mal in meinem Fall aus. Ich scroll jetzt wieder rein, damit ihr was erkennt. Und unten kann ich sogar angeben, was für ein Kabel. Ist es angeschlossen, ist es geplant oder soll es dekommissioniert werden, also abgebaut werden? Ich sage natürlich gesteckt, ich habe es ja gestern gesteckt und sage halt eben, es war ein Cat 7a Kabel. Müsst ihr nicht angeben, kann man machen. Label, ich label prinzipiell nicht und natürlich wieder eine Farbe. Ich habe immer nur pinke Kabel. Kann sogar angeben 5 Meter als Länge. Das ist natürlich, oh guck mal, muss man so angeben, 5, dann ist es Meter und ich könnte wieder Text benutzen. Habe ich gar nicht bisher gemacht. Man kann alles Mögliche mit irgendwelchen Text belegen. Dann funktioniert die Suche noch besser, wenn man nach irgendetwas sucht. Genau, damit habe ich jetzt die Verbindung von wo nach wo angegeben und sogar mit welchem Kabel. Ein Klick auf Connect und das Ganze wird verbunden. Das sehen wir jetzt ja auch hier über Connection. Switch 88 zu ETH 0 und es gibt hier sogar ein Kabel 5. Es wird das explizite Kabel sogar angegeben. Und das hat jetzt noch eine ID, das heißt einfach Kabel 5, aber trotzdem existiert jetzt dieses Kabel und dieses Kabel ist inventarisiert, hat jetzt zwar keine Seriennummer oder sonst was, manche gehen ja extremst weit, trotzdem es existiert ein Kabel. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt und das ist der kleine blaue Knopf hier namens Trace. Wenn ich da drauf drücke, bekomme ich wirklich eine Detailansicht von wo nach wo ist denn dieses Kabel verbunden. Also wirklich dieses Kabel bzw. jetzt diese Verbindung. Also die End-to-End, ein Trace. Das Ganze kann man natürlich über mehrere Punkte haben, dass es von einem Switch zu einem Router geht und so weiter. Das Ganze wird dann hier angezeigt. Und das ist das Schöne daran, dass man selbst seine Netzwerkplanung bzw. seine Netzwerkinfrastruktur sich so ein bisschen bildlich aufzeigen kann. Ihr achtet mal auf die Details. Wir haben hier unten sogar die totale Länge, eine Anzeige. Also wenn man sowas komplett mitdokumentiert, kriegt man sogar Informationen, wie lang ist das Kabel denn wirklich von A nach B bis zum nächsten Switch, bis zum vom Patchfeld bis zum nächsten Switch und so weiter und so fort. Aber immer ganz wichtig, das Ganze muss man dann aber auch, wenn man solche Informationen haben will, komplett immer mitdokumentieren. Ich glaube, für mich zu Hause hier ist es eher unrelevant. Genau, und damit habe ich jetzt den ganzen Port einfach miteinander verbunden. Ja, auf der rechten Seite ganz klar, Marked as Planned, auch da wieder zum Planen. Also wenn ich meinem Rechenzentrum-Kollegen das mitgeben will, kann ich ganz sagen, du musst das bitte planen und der kann auch mit einem Knopfdruck sagen, ist installiert, ist jetzt gesteckt. Ja, dasselbe hier hinten, dass ich einfach das Kabel wieder removen kann. Er fragt mich jetzt, ich mache es jetzt mal nicht. Und dann wäre es halt auch ganz normal wieder raus. So kann man das Ganze netzwerkseitig mit den einzelnen Devices immer tiefer verschachteln und das sogar, ich mache es jetzt nicht extra vor, bis auf Power Connections runter, bis auf Konsolen Connections runter. Man kann es wirklich filigran, richtig schön bis in die Tiefe selber planen und sich auch gewisse Anzeigen herausziehen, wo halt eben die Kabelführung lang ist. Also nicht Kabelführung, sondern halt eben von wo nach wo, von einem Trace, wie sie es hier genannt haben, von wo nach wo führt denn ein Kabel bei meinen einzelnen Devices.
Das war jetzt erstmal so die ganze Device-Planung, ihr merkt, riesig groß. Es ist einmal ein bisschen Aufwand, seine Device-Typen zu hinterlegen. Aber wenn man das einmal drin hat, geht's relativ schnell. Und auch ich habe gemerkt, die Lernkurve war extrem steil. Es ging super schnell, dass man überhaupt verstanden hat, okay, wo muss ich was machen? Denn die Oberfläche ist ja ziemlich gleich und immer wieder wiederkehrend. Deswegen hat man es einfach super schnell drin. Und ganz ehrlich, es ist immer aufgeräumt. Es ist ein paar deutliche Farben drin, wo man einfach schnell weiß, okay, was ist was, wo finde ich die Knöpfe. Finde ich echt super. Und schön, standardgemäß, groß geschrieben, kann auch ein Blinder lesen. Ja, zum nächsten großen Punkt ist natürlich das komplette IP-Adressmanagement. Ich gehe mal wieder zur Hauptseite. Ihr seht, auch das ist ziemlich groß. Ich kann sogar hier unten bis in Circuits reingehen. Also wenn ich mit Providern zusammenarbeite, wenn ich irgendwelche Übergabepunkte habe, Communication Links for Internet Transit, Peering und so weiter. Das geht relativ weit. Wenn man erstmal nur in seinem eigenen RZ bleibt, reicht natürlich das Ganze. EPAM hier, auch da geht es schon einfach ein Stückchen weiter, als man es gewohnt ist, dass man einzelne VLANs definieren kann. Habe ich jetzt, glaube ich, habe ich irgendwo getan. Die Präfixe definieren. Also das heißt, ihr habt hier ein filigranes IP-Adressmanagement, natürlich sogar mit Logiken hinterlegt, wo ihr jetzt mir sagt, ich habe hier noch 256 IP-Adressen verfügbar. Füge ich jetzt einfach eine hinzu, add, sage ich jetzt einfach mal die 10001, was auch immer. Als Rolle könnte ich sogar irgendetwas angeben. Was ist das für ein Interface? Ein VRF habe ich nicht, ein DNS-Name habe ich jetzt eigentlich auch nicht, ist ja auch egal. Fügt das wieder einem Tenant hinzu. Kann natürlich die IP-Adresse, und da kommt es natürlich jetzt zum Speziellen, an ein Device dranhängen. Und wenn ich unbedingt auch noch will, habe ich irgendwelche NAT-Möglichkeiten. Also das heißt, das als Angabe über VM oder IP geht halt eben nochmals genauer. Ich kann wirklich sagen, an welche virtuelle Maschine hängt denn nachher welche IP-Adresse dran. Zeige ich euch aber jetzt gleich. Wir gehen erst nochmal zurück, weil ich glaube, es ist eigentlich einfacher. Meistens hat man ja den Weg, man braucht für eine Maschine eine IP-Adresse. Deswegen gehen wir nochmal zurück zu unserem Server 7. Gehen wir auf unsere Interface und da hatten wir ja auch eben den kleinen Button gehabt. Na, wo haben wir es? Hier auf Plus, und das Plus bedeutet Add IP-Adresse. Machen wir einfach und wählen, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich glaube, ich habe nämlich jetzt den Suchmodus hier nicht an. Jetzt müsste ich hier eine IP-Adresse selber definieren. Das ist gerade, eigentlich wundert es mich, ich meine, ich hatte das gesehen gehabt, dass ich für das Gerät direkt ein Subnetz auswähle und für das Subnetz bekomme ich dann eine IP-Adresse vorgeschlagen. Dachte ich jetzt gerade eben, das wäre hier, habe ich mich vertan. Egal. Dann gehen wir den anderen Weg über IP-Adresses, über die Präfixe und Rollen, Präfixe, und suchen jetzt uns hier einfach mal ein Netzwerk aus, 10.0.10/24, und holen uns hier einfach mal eine IP-Adresse raus. Ihr seht da, hier habe ich schon ein paar IP-Adressen mal definiert. Nehme ich einfach mal die freie IP-Adresse, die hier zwischenklebt, hat er jetzt ausgewählt, und fügt die meinem Device hinzu. Das war hier Devices, Server 7 auf mein Interface 1, was irgendwie auf meinen Switch da verbunden ist. Make this a primary IP address for the device. Ja, ist jetzt meinetwegen mein Management-Interface, und dann sage ich einfach Create. Dann hat er jetzt wirklich diese IP-Adresse in diesem Netzwerk natürlich, gehen wir nochmal hin, Prefixes, da rein, hat er jetzt diese IP-Adresse natürlich hier gemarkt, als ist benutzt worden von meinem Port ETH1 auf meinem Device Server 7. Ihr seht, ich hatte hier auch schon mal ein LAG, also ein Channel, ein LAG, aufgebaut gehabt für irgendeinen anderen Server testweise, wo hier, ihr seht, auf der rechten Seite 2 Ports drin hängen, und dann habe ich im Endeffekt einfach nur mal 2 IP-Adressen hinzugefügt, um zu sehen, was da passiert. Also ihr seht, die Übersichtlichkeit ist eigentlich immer gegeben. Ihr seht immer die dazugehörigen relevanten Punkte, was gehört wozu. Funktioniert wirklich, wirklich, wirklich schön. Ja, unter den Aggregaten sieht man nochmal so das ganze Hauptnetzwerk, und das Hauptnetzwerk ist momentan, weil ich einfach alles definiert hatte, hier unter EPAM, Präfixes habe ich alles definiert gehabt, deswegen stand da gerade 100%. Ne, die Präfixe muss man natürlich nicht im Vorhinein freigeben, sondern man kann dann auch natürlich gucken, was ist denn wo belegt. Und hier habt ihr genau dasselbe, 1% Auslastung jetzt. Vom 24er-Netz habe ich 3 IP-Adressen definiert und ja, mache eine Auslastung von 1%. Bei Child-Präfixe ist natürlich auch immer die Übersicht gegeben. Ihr seht halt eben, was gibt es noch für Präfixe, was hätte ich für Möglichkeiten für Präfixe.
unterhalb noch zu bilden, also eine gewisse Netzwerklogik hängt da schon hinter. Ne? Auch hier wieder alle untergeordneten IP-Adressen werden mir angezeigt, Slots, die noch frei sind, werden mir angezeigt und. Das natürlich connected mit irgendeinem Automatismus über die API ist natürlich dann nachher Luxus, sich automatisch über Ansible, Skripte oder sonst was IP-Adressen zu beziehen. Also echt funktioniert super gut. Ne? Gehe ich jetzt gar nicht tiefer drauf ein. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal irgendwo hier WLAN 1. Ich hatte sogar die WLANs angegeben. Dann kann man sehen, wo liegt welches WLAN, auf welches Präfix arbeitet, mit welchem oder welche Präfixe arbeiten mit welchem WLAN. Kann man alles spezifizieren, hinzufügen. Nein, ich wollte keinen Präfix hinzufügen. Ich wollte einen Präfix einem WLAN hinzufügen. Brauchen wir jetzt aber auch nicht, denn wir wissen, was gemeint ist. Nächster Punkt und eigentlich für mich jetzt auch erstmal so mit der letzte Punkt, der interessant ist das Thema Virtualisierung. Ich kann mittels oder über Device hinweg Cluster bilden. Ich sage jetzt einmal ein Proxmox-Cluster gebildet. In dem Proxmox-Cluster hängen jetzt in meinem Falle 2 Maschinen einfach mal drin. Die habe ich da reingehängt. Proxnode 1 und Proxnode 2. Auch die kann ich natürlich filigran mit Netzwerk, IP-Adressen und so weiter alles hier planen. Und dann als Cluster taggen und dann den Cluster mittels meinen virtuellen Maschinen, wenn ich wirklich virtuelle Maschinen irgendwie managen will, kann ich das hier drüber dann tun. Add Virtual Machine, sagen wir jetzt einfach mal Bitwarden Passwortmanager, Rolle gibt es jetzt nicht so wirklich, dass es jetzt eine virtuelle Maschine ist. Ich sage jetzt ja, VMware VM hatten wir eben angelegt. Clustergruppe ist mein Hauptcluster. Welcher Cluster davon? Ich habe nur einen angelegt, tut mir leid. Wieder welcher Tenant? Mein Heimnetzwerk und hier haben wir das Management, da steht jetzt nichts drin mit den IP-Adressen und auch keine Plattform, aber ich kann hier halt eben selber angeben. Ich habe 4 V-Cores, 512 MB RAM, Gigabyte Disk, keine Ahnung, 50 GB und kann halt eben noch ein paar eigene Comments hinzufügen und sage Create. Also wenn ich richtig liege, kann ich in der virtuellen Maschine auch IP-Adressen geben. Gucken wir mal, Add. Ja, wir gehen erstmal in das Netz, ist immer einfacher. Wir gehen mal hier in das 10, wo sind wir denn? Präfix. Gehen wir mal in das hier rein, dann sagen wir einfach IP-Adresse, hinzufügen. Jetzt gucken wir mal, wo wir irgendwelche Device haben. Virtuelle Maschine, Bitwarden, Interface. Das Ding hat kein Interface momentan. Es gibt nur einen Namen, brauchen wir nicht hinzufügen. Alles erstmal egal, Create. Und schon hat diese virtuelle Maschine, gucken wir uns mal an, virtuelle Maschine, Bitwarden. Und was hier irgendwo stehen? Nein, leider nicht in dem Falle. Steht hier leider nicht. Das verwundert mich jetzt gerade, dass zu der virtuellen Maschine jetzt hier keine IP steht. Schade, da fehlt, glaube ich, irgendwo noch ein Punkt, aber wir haben eine IP-Adresse hinzugefügt gehabt, oder? 10.2.10, haben wir die nicht hinzugefügt? Ist auch egal. Auf jeden Fall weiß ich, dass man das hinzufügen kann. Ich habe es schon mal ein bisschen alles aufgeblasen. Kann man ganz normal wirklich IP-Adressen auf virtuellen Maschinen taggen. Also das ist halt, die Grenzen sind wirklich einfach unendlich, also man kann virtuelle Maschinen und Cluster ganz normal bilden. Circuits will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist schon providerweit, müsst ihr euch ein bisschen selber angucken, es wird dann schon immer komplizierter, also Netzwerkübergabepunkte. Mehrfach erwähnt, Power Cables, ne, es ist dasselbe wie mit den Kabeln, ne, dass man wirklich sagen kann, welches Rack, welche Höhe, wie viel Volt, wie viel Ampere, kann man alles standardgemäß mit angeben. Bei Secrets habe ich erstmal noch die Finger von gehalten, dass man so ein bisschen irgendwelche Zugangsschlüssel oder sonst was hinterlegt. Finde ich auch, gehört eigentlich hier gar nicht so großartig rein. Was noch sehr, sehr interessant ist, also wie gesagt, es gibt noch ein paar mehr Funktionen. Das war jetzt erstmal die große Übersicht. Erstmal viel wichtiger noch, es gibt immer eine Suche. Ne? Über die Devices kann ich halt eben die Suche hier filigran runtersetzen. In welchem RZ suche ich denn überhaupt? In welchem Rack suche ich denn überhaupt? Und dann zeigt er mir natürlich nur die Maschinen an, die in diesem Rack drin sind. Also das heißt, die Suche funktioniert extrem gut, wenn die Werte hinterlegt sind. Und da sind wir bei dem richtigen Begriff, wenn die Werte, kann natürlich sein, dass ihr einfach mal selber irgendwelche Werte definiert haben wollt. Unter Admin, und ich meine unter Admin findet man halt eben auch dann Custom Fields. Ich kann halt eben besondere Felder zu besonderen Sachen, kann ich ganz normal hinzufügen, habe ich mir jetzt selber noch nicht im Detail angeguckt. Ich sage jetzt mal Add Custom Field, wir gucken einfach mal. Textfeld, ja, soll ein Freitextfeld sein. Lass uns mal überlegen. Sagen wir mal Stromkabelfarbe, keine Ahnung. Fields with higher whites appear lower in a form, also das ist einfach nur, wo wird dann das Form weiter unten angezeigt, diese Abfrage, oder weiter oben, also das ist eine Gewichtung.
Ein Label brauchen wir nicht, das ist einfach nochmal eine Description, ist die Farbe. Ist dieses Feld required oder nicht? Natürlich in dem Falle nicht. Default steht erstmal nichts drin. Können wir aber schreiben zum Beispiel schwarz. Dann ist das Stromkabel erstmal in den meisten Fällen schwarz. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wo soll das Ganze denn abgefragt werden? Irgendwo unter DCIM und irgendwo unter, sagen wir mal, wo drunter soll das abgefragt werden? Da DCIM Device. Sage ich jetzt einfach mal. Der Minimum, Maximum Value und so weiter und so fort. Und dann sage ich einfach Safe. Oh, müssen wir was sagen? Er will Valid JSON. Default Value must be, okay. Müssen wir es vielleicht klein schreiben? Ich glaube nicht. Must be a JSON Value. Encapsulate String bis Double Quotes. Okay, also er will Double Quotes haben, wenn es halt eben ein Name ist. Alles klar. Ja, geht immer nicht. Dann kommt es halt weg. Dann ist es mir jetzt egal. Und dann haben wir das Feld jetzt hinzugefügt unter DCIM Devices. Gucken wir einfach mal. View-Site, DCIM, Devices. Jetzt gucken wir mal, wenn ich hinzufüge, ob es da irgendwo was gibt. Da haben wir es. Custom Fields, Stromkabelfarbe und jetzt kann ich hier hinschreiben, keine Ahnung, blau. Und dann, ach, jetzt habe ich ja nichts hinzugefügt. Ich editiere einfach mal ein. Server 7, Edit, scroll runter, Stromkabelfarbe, blau, Update. Damit hätte ich jetzt auch ein Custom Field. Also es gibt sogar die Möglichkeit, dass ihr spezielle Felder, die ihr unbedingt braucht, warum auch immer, explizit hinzufügen könnt und müsst halt eben nicht euch an die Vorgaben halten, die dieses Tool irgendwie nur bringt. So, das war jetzt einmal der schnelle Überblick über das Ganze. Ihr merkt es, man kann es ziemlich aufblasen, man kann es extremst gut nutzen für das Device-Management, aber auch fürs IP-Adress-Management. Da bin ich jetzt mal ganz vorsichtig und sage, es gibt andere Tools, ich glaube, die funktionieren fürs IP-Adress-Management ein bisschen besser, aber fürs Device- und Netzwerkmanagement ist das schon ein ziemlich geiles Tool. Immer noch im Vorbehalt, es kostet hier nichts, es ist einfach frei verfügbar. Ne? Ich glaube, auf Spendenbasis läuft das Ganze und dafür ist es extremst geil. Wer halt eben ein Tool sucht, um das alles nachzuhalten, ist hiermit super, super bedient. Also das ganze Organization und Device Management absolut top. Auch das EPAM ist vollumfänglich, alles das, was man braucht. Ich sage lediglich, ich glaube, es gibt ein, zwei andere Tools, die auch for free sind, die da ein bisschen schöner unterwegs sind, die ein bisschen übersichtlicher sind als halt eben die Oberfläche vom Netbox an sich selber. Genau, wenn ihr das Ganze mit einer Installation sehen wollt und vielleicht noch tiefer mit API und so weiter, ab in die Kommentare damit. Abonnieren prinzipiell sowieso nicht vergessen, Daumen hoch da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao.